Was bedeutet es eigentlich, Kosmopolit zu sein? In sich zurückgehen bedeutet bei uns von der Außenwelt abstrahieren. Bei den Geistern heißt analogisch das irdische Leben eine innere Betrachtung, ein in sich hineingehen, ein immanentes Wirken. So entspringt das irdische Leben aus einer ursprünglichen Reflexion, einem primitiven Hineingehen, Sammeln in sich selbst, das so frei ist als unsere Reflexion. Umgekehrt entspringt das geistige Leben in dieser Welt aus einem Durchbrechen jener primitiven Reflexion. Der Geist entfaltet sich wiederum. Der Geist geht zu sich selbst wieder heraus, hebt zum Teil jene Reflexion wieder auf und in diesem Moment sagt er zum ersten Mal Ich. Man sieht hier, wie relativ das Herausgehen und Hineingehen ist. Was wir Hineingehen nennen, ist eigentlich Herausgehen, eine Wiederannahme der anfänglichen Gestalt. Wenn du an einen Kosmopoliten denkst, hast du vielleicht einen Allerweltreisenden vor Augen. Jemanden, der sich in großen Metropolen aufhält. Vielleicht einen Digital Nomad, der den Jet-Set-Lifestyle genießt. Für Christoph Martin Wieland wird jeder Mensch als Kosmopolit geboren. Bereits in der Kindheit verfügt der Mensch laut ihm über bestimmte innere Anlagen, Talente, die jeder auf seine besondere Art und Weise in der Welt verwirklichen und für die Menschheit einsetzen kann. Wir Kosmopoliten müssen uns auf unsere inneren Anlagen oder Talente besinnen. Erst wenn wir uns darauf besonnen haben, können wir als Kosmopoliten wahrhaft positive Veränderungen in der Welt bewirken. Dabei geht es uns darum, uns für eine Sache zu entscheiden, die uns am Herzen liegt. Wir wollen die Welt sanft verbessern. Um die Welt zu verbessern, müssen wir erst die Menschheit zur Veränderung anregen. Wir glauben daran, dass die Veränderung in uns selbst beginnt, sobald wir uns auf unsere Talente besonnen haben. Denn in unseren Talenten liegt unser Wirkungspotenzial. Wir wollen positiv auf die Menschheit einwirken. Die Welt braucht unsere Talente, weil wir damit andere Menschen in ihren Innersten berühren können. Durch die innere Berührung wollen wir Menschen für das Gute, Wahre und Schöne resensibilisieren. Denn das ist, wofür wir brennen. Für welche Sache brennst du? Für die kosmopolitische Reflexion ist es notwendig, gewisse primitive Reflexionen oder verinnerlichte Stimmen zu überwinden. Zum Beispiel infantile Anschauungen und Rassismus. Wir Kosmopoliten treten mit uns selbst in Dialog, um unsere primitive Reflexionen kritisch zu hinterfragen. Wir fragen uns zum Beispiel, warum habe ich eigentlich Angst vor Fremden? Erst durch unsere innere Reflexion entsteht das bewusste Ich, das durch die eigenen Vorurteile und die innerlich eingeprägten Meinungen anderer hindurchschaut. Plötzlich wird uns klar, was dahinter steckt. Unsere inneren Anlagen, Talente, die wir in der Welt einsetzen wollen. Beflügelt von Inspiration können wir Kosmopoliten auch andere beflügeln. Novalis fordert uns auf, uns geistig zu entfalten, um zu unserer anfänglichen Gestalt zurückzukehren und diese wieder anzunehmen. Was ist diese ursprüngliche Gestalt überhaupt? Es ist eine kindlich primitive Gestalt, aber keine naive. Es ist der Geist, der sich entfaltet, der durch Reflexion wieder zu sich gefunden hat und dabei jegliche infantilen Vorurteile und Stereotypen überwunden hat. Was bleibt, ist der kindlich-kosmopolitische Blick, von allen Vorurteilen befreit. Es ist ein nicht verurteilender Blick, der alle Menschen der Welt als verschiedene Zweige einer Familie betrachtet, der den Menschen hinter seiner Hautfarbe sieht und bedingungslos annimmt, der der Welt offen und unvoreingenommen gegenübersteht, der mutig seinen Wirkungskreis erforscht, der die Welt bejaht und niemanden ausschließt. Mit diesem Blick wollen wir Kosmopoliten in die Welt schauen. Aber was müssen wir in uns überwinden, um wieder unbefangen sehen zu können? Wir müssen uns durch Besinnung, durch das reflexive, innerliche Hineingehen in uns selbst von Vorurteilen und Stereotypen befreien.
Nur so können wir immanent in der Welt wirken und weltoffen in sie hinausgehen. Sobald wir in uns hineingehen, entdecken wir unsere inneren Anlagen, unsere individuellen Talente. Wenn wir diese in die Welt hineintragen, sie auf unsere eigene Art und Weise für das Gemeinwohl der Menschheit einsetzen, sagen wir zum ersten Mal: Wir sind Kosmopoliten.